Hallo und herzlich willkommen hier bei Selbstgemacht. Heute in dieser Folge möchte ich euch gerne ein Johannisbeergelee zeigen. Aber nicht aus roten Früchten oder aus schwarzen Früchten, sondern aus weißen Johannisbeeren. Mit Rosmarin und mit Prosecco. Die Zubereitung und die Zutaten könnt ihr unten in meiner Videobeschreibung nochmal in Ruhe nachlesen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Als allererstes müssen wir unsere Johannisbeeren ernten oder im Geschäft kaufen. Dann waschen wir sie gut und lassen sie abtropfen. Danach kochen wir die Gläschen ab mit den Deckeln zusammen für 10 Minuten lang. Anschließend werden die Gläschen einfach auf ein Küchentuch gestellt. Jetzt müssen wir die Beeren vor den Rispen entfernen. Dazu nehmen wir eine Gabel und streifen die Beeren einfach ab. Wir benötigen 500 Gramm. Anschließend nehmen wir die 2 Rosmarinzweige und streifen die Nadeln ab. Beides geben wir dann in einen Topf und füllen noch 200 Milliliter Wasser dazu. Dann lassen wir es bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten köcheln, so lange bis die Johannisbeeren geplatzt sind. Jetzt könnt ihr das Ganze entweder durch ein Passiertuch geben oder durch ein ganz feines Sieb. Ich habe mich dann später für das Sieb entschieden, weil mein Passiertuch ist kaputt gegangen. Aber mit dem feinen Sieb hat es auch wunderbar geklappt. Mit einem Löffel presse ich die letzte Flüssigkeit aus dem Johannisbeerbrei. Danach fülle ich den Johannisbeersaft in einen Messbecher, um zu sehen, wie viel ich gewonnen habe. Wir benötigen 250 Milliliter. Jetzt geben wir 200 Milliliter Prosecco dazu. Das ist eine kleine Flasche. Und den Saft einer ganzen Zitrone. Insgesamt benötigen wir eine Flüssigkeit von 500 Milliliter. Danach geben wir das Ganze in einen Topf. 250 Gramm Gelierzucker 2:1 kommt jetzt in den Topf dazu. Und jetzt wird das Ganze so lange gekocht, wie es auf der Packungsanweisung steht. In der Regel ist das 3 Minuten. Unter ständigem Rühren lassen wir jetzt unser Gelee einkochen. Nach der Einkochzeit machen wir jetzt noch eine Geleeprobe. Dazu nehmen wir einen kalten Teller, geben einen Teelöffel Gelee darauf und wenn es stockt, ist es fertig. Das fertig eingekochte Gelee habe ich jetzt in einen Messbecher abgefüllt, so kann man es leichter in den Gläsern verteilen. Anschließend wird das Glas fest verschlossen und für 5 Minuten auf den Kopf gestellt. So entsteht im Inneren ein Vakuum und das Gelee ist lange haltbar. Bei richtiger Lagerung, die sollte dunkel sein, 15 bis 20 Grad nicht überschreiten, ist das Gelee mehrere Monate bis zu 2 Jahre haltbar. Das weiße Johannisbeergelee mit Prosecco und Rosmarin ist mal was richtig Besonderes und schmeckt so lecker. Bist du neu auf meinem Kanal und gefällt er dir, würde es mich freuen, wenn du mich abonnierst. So unterstützt du meinen Kanal. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Einkochen. Vielen Dank für eure Zeit und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder hier dabei seid bei Selbstgemacht. Servus!